Also ich glaube, dass sie so im Laufe der Jahre Praxis entwickelt hat, die sie wie so ein roter Faden da durchzieht. Also eine Ästhetik der Abwesenheit, würde ich dazu sagen. Dieses Flüchtige, dieses Prekäre, dieses Fluide, das verschiedene Formen annehmen kann. Wenn man Formen ausgießt, diesen Spuren vielleicht auch plötzlich eine Anwesenheit zu geben und auch eine Wertigkeit, eine Bedeutung, ein Value. Und dabei sind eben diese klassischen Gusstechniken oft meine Methode, mit der ich mich daran herantaste, um auch wie jetzt hier in der Ausstellung, eine Formenfreundschaft entwickelt habe. Formen, die in Bezug zueinander stehen und aus einem ähnlichen Ökosystem kommen, aus einem Kreislauf, aus der Natur, vom Boden, der vielleicht auch für viele nicht wahrgenommen wird oder nicht wertgeschätzt wird. Was ist Boden? Was bedeutet das für uns? Wir als Mensch, der vielleicht auch Ökosysteme zerstört, Habitate, Biodiversitäten, Lebensraum nimmt. Diesen Lebewesen möchte ich mit einer Co-Autorenschaft in Kooperation treten. Dabei ist eigentlich oft Zufall und Kontrolle auch ein großer Spielpartner für mich. Die Ungewissheit, die mich dabei interessiert, die mich auch antreibt, die Neugierde, aber auch die Fiktion dahinter. Im Speziellen auch in einer Zeit, die eben von diesem sehr prekären und dystopischen Gedanken auch untermauert ist, finde ich gerade spannend, mit einer Verzauberung für vielleicht Banales, Alltägliches ein Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, eine Methode für mich, an diese Ausstellung heranzugehen, war es auch, Prozesse sichtbar zu machen. Die Prozesse des künstlerischen Aufbaus einer Skulptur, beginnen vom Positiv, Negativ. Mit welchen Materialien arbeitet man? Hier zeige ich das erste Mal Materialien in der Vorstufe des eigentlichen, zum Beispiel Gusses. Es sind Stadien dazwischen. Es ist oft ein Experimentieren mit diesen Materialien, wo vielleicht oft ein Hilfsmittel zum eigentlichen Hauptspieler wird. Die Ehrlichkeit des Materials ist es auch oft, die mir ein Anliegen ist. Nicht das zu fälschen oder zu verstecken, sondern das Eigentliche zu zeigen.